Willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal mit einem neuen Projekt, beziehungsweise mit einer neuen Projektvorstellung. Ist ja nicht so, als wenn ich im Moment genug Projekte hätte, die halt auch sehr viel Arbeit brauchen. Aber ich wollte unbedingt ein neues Projekt anfangen und ich wollte unbedingt ein Projekt anfangen, womit ich halt auch ein bisschen mehr fahre. Also fahren im Sinne von in Videos fahren. Weil mit dem MX5 oder EX8 oder Lexus oder sowas, da bin ich jetzt kurz nachdem ich irgendwas eingebaut habe, bin ich nur ein bisschen gefahren. Und keine richtigen Videos übers Fahren sozusagen. Und zwar wollte ich mir schon sehr, sehr lange ein Driftauto bauen. Ich bin ja an Driften relativ doll interessiert und ich habe mir gedacht, komm, ganz ehrlich, ich will mir mal ein Driftauto bauen und keins meiner Autos, die ich jetzt gerade besitze, will ich zu einem Driftauto umbauen, beziehungsweise zu einem, ja, speziell nur das Auto ist ein Driftauto, weil den MX5, den will ich halt auf der Straße fahren, den EX8 will ich auch auf der Straße fahren und vielleicht auf dem Track, aber nicht driften. Der EX7 soll einfach nur restauriert werden und der Lexus ist jetzt nicht das krasseste Driftauto, beziehungsweise ist ein Driftauto, aber ich habe jetzt keine Lust und keine Zeit und kein Geld, da so viel reinzustecken, dass das Auto ein Driftauto wird, weil dann kann ich es auch nicht mehr auf der Straße fahren. Und deswegen, ich habe mir gedacht, ich möchte ein Auto haben, was erstens günstig ist, vielleicht im Einkauf nicht, aber dann danach. Zweitens natürlich Heckantrieb hat, drittens natürlich eine vernünftige Basis ist für ein Driftauto, weil ich will jetzt nicht mit irgendeiner anderen Basis anfangen, wo es nicht viele Sachen für gibt. Und für dieses Auto, was ich hier vor mir stehen habe, ist ein sehr, sehr großer Aftermarket-Markt da. Sprich für alles, was ich rund ums Auto brauche, beziehungsweise fürs Driften und auch alles allgemein fürs Auto brauche, gibt es für dieses Auto. Und viertens oder drittens, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, ich kenne dieses Auto schon sehr, sehr gut. Und ich denke mal, da wird den meisten jetzt auch klar sein, welches Auto es ist. Und zwar ist es noch ein MX5. Das Auto habe ich sehr, sehr günstig geschossen bekommen. Ich habe da echt nicht viel für bezahlt für das, was es ist. Ist im Prinzip genau das gleiche Auto, das, was der andere MX5 auch ist. Also sprich ein 1990er Baujahr, 116 PS, 1,6 Liter. Ist jetzt vom Lack, wie ihr hier vorne seht und da hinten auch gleich sehen werdet und auf der Motorhaube. Ist vom Lack her relativ schlecht, aber kriegt man alles wieder hin. Und das Auto ist komplett Serie mit einem Softtop drauf. Softtop kommt noch runter, da kommt später noch irgendwann ein Hardtop drauf, weil ein Softtop ist eine Katastrophe. Ja, an sich Serie, Felgen sind Serie, Fahrwerk ist Serie, alles an dem Auto ist komplett Serie. Und ich möchte dieses Auto erstmal zu meinem Budget Drift Car umbauen. Also erstmal nicht viel Geld reinstecken und halt einfach auf ein, zwei Events mit dem Auto fahren. Ja, 116 PS ist nicht viel, aber ich denke mal mit einem geschweißten Differential, dann bekommt man den auch sehr, sehr gut quer. Da möchte ich jetzt hingehen und da einfach mal ein kleines Driftauto rausbauen. Ist, wie die meisten jetzt wissen, vielleicht nicht die ultra beste Plattform. Das heißt nicht die ultra beste Plattform, aber das Auto wird unfassbar häufig zum Driften benutzt. Der MX5 ist ein bisschen blöd fürs Driften, weil der Radstand, also von vorne und nach hinten, die Räder sind relativ kurz, sprich, ja, wenn man driftet, ist er dann halt sehr snappy, sprich, der möchte relativ schnell, wenn man jetzt so driftet oder so driftet, möchte er relativ schnell wieder umsetzen. Oder beziehungsweise, wenn man den umsetzen möchte, dann kann das sein, dass der relativ schnell sich halt umsetzt. Ich denke mal, ich habe das relativ okay erklärt. Aber das Auto wird zuhauf gedriftet und ich denke mal, dass ich das dann auch hinkriegen werde, das Auto quer zu kriegen. Wobei ich den anderen MX5 ja auch schon gedriftet bin, also ich weiß, wie ich mit dem Auto fahren muss, sozusagen. Ja, kleiner Rundgang ums Auto. Wie man jetzt hier sieht, das Softtop ist komplett kaputt. Da muss ich mir auf jeden Fall einen Hardtop kaufen, weil einen Softtop will ich nicht haben. Ich will auf jeden Fall wieder einen Hardtop haben, weil ein Softtop ist meiner Meinung nach eine Katastrophe, weil das Auto sich so unfassbar instabil anfühlt von dem ganzen Chassis und sowas. Das ist eine Katastrophe. Softtop ist auch hinten einmal die Scheibe gerissen, ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja, und dann hier von hinten ist halt ein Serien MX5. Wie man hier sieht, der Lack ist unfassbar beschissen. Den werde ich aber, wie man hier schon sieht, wieder vernünftig machen. Aber das kommt in einem späteren Video, beziehungsweise in einem anderen Video irgendwann mal. Innenraummäßig ist das auch einfach ein komplett Serien MX5. Serienlenkrad ohne Airbags und ja, an sich nichts Besonderes, natürlich auch noch dreckig von innen, aber das muss ich mal sauber machen. Beziehungsweise das mache ich in einem Video sauber, wo ich das Auto sowieso am Detailen bin. Also für mich ist das jetzt gleich und für euch ist das halt in einem anderen Video. Ja, an sich Serien MX5 irgendwie 170.000 Kilometer runter, also nicht unfassbar viel. Ich kann den Motorraum mal kurz zeigen. Ist halt serienmäßig, also nichts Besonderes. So, wie gesagt, serienmäßiger Motor, nichts Besonderes, einfach
Genauso wie Mazda 1990 den ausgeliefert hat. Ja, jetzt fragt ihr euch, was sind die Pläne mit dem Auto? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich will das zu einem Budget-Drift-Auto bauen. Sprich, ich will das Auto einfach ein bisschen umbauen und dann damit ein bisschen driften gehen. Sprich, auf so ein paar Events möchte ich einfach halt driften gehen und einfach mal ein bisschen mehr mit den Autos auf Events fahren und dann halt auch ein dedicated Drift-Auto bauen. Was ich jetzt zu Anfang erstmal machen möchte, ist erstmal, ich habe das schon gemacht, also das Video kommt höchstwahrscheinlich morgen, will ich hoffen, dass ich den Motor erstmal abdichte, weil der war unfassbar undicht. Und ich will dann halt erstmal ein paar Sachen wieder reparieren, bevor ich damit richtig halt driften gehe, sprich richtig Materialmord mache. Deswegen der Motor war undicht und ein paar andere Sachen, aber das werde ich in einem anderen Video machen. Und dann möchte ich den erstmal so ein bisschen umbauen zum Driften, sprich Differentialschweißen, neues Fahrwerk, vielleicht noch ein bisschen Chassisversteifung und dann im Prinzip will ich hingehen und einfach schon ein erstes Drift-Event machen. Und wie gesagt, ich will jetzt erstmal keine 15.000 € reinschmeißen mit Turbo-Kit, Lenkwinkelerweiterung und sowas. Ich will einfach erstmal mit dem Auto nur fahren, also nichts Besonderes machen, einfach nur Differentialschweißen, Fahrwerk rein und fertig ist. Und dann einfach mal fahren und gucken, wie gut ich bin sozusagen. Das ist der Plan mit dem Auto. Das ist das kleine Vorstellungsvideo. Wie gesagt, ich werde morgen das Video raushauen wie ich das ganze Auto abdichte und wieder vernünftig mache, so dass ich damit halt wirklich einfach fahren kann. Weil vorher damit fahren, da war ein sehr, sehr hoher Ölverlust. Das Auto an sich fühlt sich jetzt nicht so perfekt an, deswegen war es auch so günstig höchstwahrscheinlich. Aber ja, das seht ihr im nächsten Video. Das war es mit dem Video. Ich will hoffen, ihr habt Bock auf das Projekt. Ja, und ich will hoffen, ihr habt auch Bock, Videos darüber zu kriegen, wie ich auf Drift-Events fahre und halt das Auto umbaue und dann halt immer mehr fahre und sowas. Und irgendwann, vielleicht nächstes Jahr oder sowas, soll das Auto wirklich einfach nur ein Drift-Auto sein. Sprich, das fahre ich jetzt erstmal für dieses Jahr auf der Straße und nächstes Jahr will ich dann hingehen und das Auto dann vielleicht noch weiter modifizieren oder umbauen und dann halt wirklich ein Drift-Auto bauen, so dass ich es nicht mehr auf der Straße fahren kann, aber halt auf Events. So ist der Plan. Gucken, wie weit ich das umsetzen kann. Aber das ist jetzt erstmal das Vorstellungsvideo. Ich will hoffen, es hat euch gefallen und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.